Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Als 1964 das Kaiju König Ghidorah zum ersten Mal auftrat, ahnten die Filmemacher und die Toho wahrscheinlich noch nicht, welches Potenzial dieser Charakter hatte. Nun, zumindest waren sie mit dem Einspielergebnis von Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah zufrieden, sodass der goldene Drache im kommenden Film Kaiju Daisenso erneut zu sehen ist. Dieser Film zählt unter den Klassikern des Kaiju Eiga. Warum das aber so ist, schauen wir uns jetzt einmal näher an. Wir wünschen viel Spaß dabei. Im Sommer 1965 erschien Frankenstein, der Schrecken mit dem Affengesicht, in den japanischen Kinos. Auch dieser Film zählt zu den Klassikern des Kaiju Eiga. Grund dafür sind nicht nur die schönen Effekte und die interessante Geschichte. Die Toho konnte seit dem ersten Godzilla-Film jeden weiteren Kaiju Eiga mit tollen Schauspielerinnen und Schauspielern besetzen. Was Affengesicht so neu machte, war, dass erstmals ein amerikanischer Schauspieler die Hauptrolle spielte. Dieser Schauspieler war Nick Adams. Er spielte in Affengesicht den Wissenschaftler Dr. James Bowen und seine Darbietung kann man als sehr gut bezeichnen. Adams unterschrieb bereits im Voraus, bei weiteren Toho-Produktionen mitzuwirken. Im neuesten Godzilla-Film ist er ebenfalls der Hauptdarsteller. Laut Regisseur Shiro Honda, der nun zum zweiten Mal mit Adams drehte, brachte sich der Amerikaner immer gut ein und hatte tolle Ideen. Die Sympathie zwischen den beiden Männern beeinflusste den Film mehr als positiv. In Befehl aus dem Dunkel verkörpert Adams den Astronauten Glenn. An seiner Seite ist Akira Takarada, der seinen Kollegen Fuji mimt. Die beiden repräsentieren die amerikanische und japanische Seite in der Entwicklung der Raumfahrt in den 60er Jahren. Die Vorbereitung zur Landung auf dem Mond war zu dem Zeitpunkt auf vollen Hochtouren. Von Präsident John F. Kennedy 1962 visionär verkündet, befand sich das Projekt nun auf dem Weg zur Vollendung. Auch wenn es bis dorthin noch 4 Jahre braucht. Autor Shinichi Sekizawa schrieb auch das Skript zu dem Film und schließt an die Geschehnisse des Vorgängers Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah an. Toho kombinierte in diesem Film Elemente des Kaiju Eiga und des Invasionsfilms, zum Beispiel aus Weltraumbestien zusammen. Es ist bisher die wahrscheinlich verspielteste Geschichte in der Godzilla-Reihe. Und das meine ich nicht negativ, im Gegenteil. Das Grundgerüst für die Geschichte ist für Honda-Filme wieder sehr gesellschaftskritisch. Außerirdische einer faschistischen Gesellschaft wollen die Erde übernehmen, um für sich einen neuen Lebensraum zu schaffen. Denn auf ihrem Planeten X gibt es kein Wasser, dafür haufenweise Gold. Die überlegene Technologie ihres Volkes, welches sich in Tausenden von Jahren entwickelte, konnte es nicht schaffen, die Bedarfe der Bewohner zu decken. Im Gegensatz dazu steht die Menschheit. Die Völker der Welt gegen die X-Aliens. Es gibt sogar einen Zusammenschluss der Nationen der Erde. Und zwar ist es die Erdunion. Was aber den Film so gut macht, ist, dass trotz der ernsten Geschichte die Stimmung des Films durch Kleinigkeiten und einzelne Plot-Elemente aufgelockert wird. Es macht einfach Spaß, den Erfinder Tetsuo Tori zu sehen, wie er idealistisch die Krawalldose entwickelt und auf den Markt bringen will. Man fühlt richtig mit, wie er sich von einer introvertierten Persönlichkeit zu Anfang und zum Ende als mutigen Held entwickelt. Es sind auch kleinere Szenen, die den Film zugänglicher machen. Zum Beispiel wird gezeigt, wie Glenn und Namikawa unmittelbar nach einem Kuss zu sehen sind. Oder dass Glenn zu Fuji sagt, er habe sich mit Namikawa ein Wochenendhaus geteilt und da die X-Menschen gesehen. Solche kleinen Andeutungen heben den Film deutlich von seinen ernsten Vorgängern ab. Allgemein zeigt der Film eine wohltuende, positive Stimmung über die Welt. Regisseur Honda zeigt hier, aber besonders in seinem nächsten Godzilla-Film Frankenstein und die Monster aus dem All, wie er für sich die Welt organisiert sehen würde. In Befehl aus dem Dunkel gibt es zwar auch noch Probleme auf der Erde, man sieht aber, als die X-Menschen ihr Ultimatum zur Zerstörung der Erde bekannt geben, wie die Menschen es durch konstruktive Wissenschaft schaffen, die Invasoren zu besiegen. Es gibt einen interessanten Punkt in diesem Plot, nämlich die Andeutung, dass eine zu hoch technologisierte Gesellschaft zu Einseitigkeit und bis hin zum Faschismus reicht. Alle Bewohner sind gleich gekleidet und die Körpersprache ist gleich. Es gibt nur einen Frauentyp, denn es sind genetische Modifikationen an den Bewohnern gemacht worden. Regisseur Honda erinnert sich, das genetische Erschaffen von Menschen sollte als reale Möglichkeit gezeigt werden. Wir müssen uns davor schützen.
Als der Film 1965 herauskam, war natürlich die Welt noch nicht so technologisiert wie heute. Aber betrachtet man gerade Regisseur Hondas Leben, welchen Wandel er von seiner Geburt an im Jahre 1911 bis 1965 in der Technologie erlebt hat, kann man durchaus seinem Aspekt etwas abkaufen. Heute, im Jahre 2025, ist diese Botschaft noch wichtiger als damals. Die Frage, die uns Ichiro Honda persönlich mit diesem Film stellt, ist nämlich, wie jeder Einzelne mit dem Phänomen der Hochtechnologiegesellschaft umzugehen hat. Denn die X-Menschen fühlen nicht. Sie entscheiden nach mathematischen Grundsätzen. Nach richtig oder falsch, nach vernünftig oder unvernünftig. Es wird leider nicht erwähnt, wie das Volk der X-Menschen vorher war und ob sie auch einst wie die Erdbewohner Gefühle hatten. Ich persönlich gehe davon aber aus. Und das ist auch der Grund, warum die Menschen gegen die Übermacht der X-Menschen siegten. Sie dachten dreimal um die Ecke und haben mit der Krawalldose und den Strahlenkanonen Waffen geschaffen, mit denen die Invasoren nicht rechneten. Ihr Willen zum Überleben war stärker als die Berechnung der X-Menschen. Diese Haltung bringt Glenn gegenüber Namikawa sehr gut zum Ausdruck. Diese Welt zwingt uns einen Krieg auf, den wir vielleicht verlieren. Trotzdem werden wir kämpfen, solange noch ein Tropfen Blut in uns ist. Ja, und es ist auch die Liebe, um die wir kämpfen. Und gegen eure eiskalten Computer hat unsere Liebe zur Erde eine verdammt große Chance. Und wenn du mich jemals gern gehabt hast, dann hilfst du mir, die Erde zu retten, denn auf ihr hast du die Liebe erlebt. Bei aller Ernsthaftigkeit zwischen den Zeilen kann der Film seine Storyfehler nicht ganz abfedern. Die X-Aliens geben den Menschen Zeit, um sich zu ergeben. Sollten sie es nicht machen, werden Godzilla und Rodan aktiviert. Natürlich geben sie den Menschen, ihren Gegnern, praktisch auch Zeit, Pläne zu entwickeln, um sich zu wehren. Und das tun sie natürlich auch. In Windeseile werden mehrere Strahlenkanonen gebaut, die natürlich auch erfolgreich zum Einsatz kommen. Die Kaiju sind auch hier wieder auf Familienfreundlichkeit zurechtgeschnitten. Es wird gezeigt, wie Godzilla gähnt und sich nach einem langen Schläfchen erstmal streckt. Doch am bekanntesten ist hier der sogenannte Shie-E-Tanz. Dieser stammt von dem berühmten Manga Osomatsu Kun. Effektregisseur Tsuburaya wurde dies vorgeschlagen und er fand das amüsant und setzte es um. Die Reaktionen sind aber überall zweigeteilt. Regisseur Honda war die Infantilisierung bereits im Vorgänger Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah zu viel. Mit diesem Tanz wird der Bruch über den neuen Weg der Godzilla-Reihe und Honda perfekt gemacht. Hondas Sohn Ryuichi erinnert sich: Ich wusste, wie sauer mein Vater war. Er sagte kein Wort, aber er war äußerst wütend. Ich bin sicher, er sagte zu sich selbst: Wir haben Godzilla für sowas nicht kreiert, es ist nicht richtig. Dieser Haltung gab auch Teruyoshi Nakano recht, der damals in der Abteilung für Spezialeffekte arbeitete und nach dem Tod von Eiji Tsuburaya den Posten als Chef der Spezialeffekte 1971 übernahm. Er sagte: Tsuburaya kam auf uns zu und sagte, ob wir schon diesen Shie-E-Tanz kennen. Er filmte, wie Godzilla diesen Tanz machte, und es war auch lustig auf der Leinwand zu sehen. Doch das Publikum war geteilter Meinung. Die Entwicklung der Godzilla-Reihe war für Regisseur Honda sicher, wird nun auf Kinder und deren Familien konzentriert werden. Er fasste die Entscheidung und gab bekannt, dass dieser Film erstmal der letzte Godzilla-Film sein wird, bei dem er Regie führte. Er konnte sich mit diesem Wandel nicht mehr identifizieren und wollte aber weiterhin an den ernsteren Projekten arbeiten. Auch Eiji Tsuburaya gab bekannt, dass er als Chef der Godzilla-Reihe nun keine Zeit mehr hatte. Er machte sich mit Tsuburaya Productions selbstständig und produzierte Klassiker wie die Serien Ultraman, Ultra Q und Ultra 7. Damit war klar, dass der kommende Godzilla-Film eine neue Richtung nehmen würde. Doch das sehen wir uns ein andermal an. Nichtsdestotrotz macht Befehl aus dem Dunkeln einfach nur Spaß und ist einer der besten Kaiju-Filme. Eiji Tsuburaya und seinem Team sind einige der schönsten Sets gelungen, die die Showa-Ära zu bieten hat. Die tollen Aufnahmen des Weltalls mit dem Planeten X, die Zentrale der Raumfahrt bis hin zu den Zerstörungsszenen sind allesamt super detailliert gebaut. Ein Highlight ist natürlich auch, als die UFOs am See Myojin auftauchen und anschließend mit ihren Gravitationsstrahlen Godzilla und Rodan durch das All befördern. Auch die Kostüme der Kaiju haben sich leicht geändert. Godzillas Kostüm wurde ein bisschen modifiziert, was mir deutlich besser gefällt als der im Vorgänger. Rodan, hier in der deutschen Synchro sogar richtig als Radon ausgesprochen, hat sich nicht geändert, so auch das Kostüm von König Ghidorah. Was man den Effektenmeistern zugute halten muss, ist, dass diesmal auf Handpuppen verzichtet wurde.
Die Kämpfe machen auch Spaß, auf Slapstick wurde größtenteils verzichtet, beziehungsweise kommt aber nicht so aufgesetzt wie im Vorgänger rüber. Godzilla wurde erneut von Haruo Nakajima verkörpert, Masaki Shinohara war in Rodan und Shuichi Hirose schwitzte im Ghidorah-Kostüm. Da die X-Menschen alles in Zahlen angeben, heißt Ghidorah Monster Zero und Godzilla und Rodan jeweils Monster Zero 1 und Monster Zero 2. Hier treten erneut wieder Mechas auf. Mechas sind im japanischen Kaiju Eiga Spezialwaffen und Roboter, die entweder von Menschenhand gebaut sind oder von Außerirdischen. Die Mechas sind aber nicht neu. Seit Weltraumbestie 1957 wurden sie insbesondere in Hondas Weltraumtrilogie eingesetzt. Im Kaiju Eiga erschienen sie erstmals im Motor bedroht die Welt von 1961. Nun sieht man sie zum ersten Mal auch in der Godzilla-Reihe. Wenn wir schon beim Mothra sind, im ersten Mothra wird eine Hitzestrahlenkanone eingesetzt, um den Kokon der Raupe zu vernichten. Was jedoch in die Hose ging. In diesem Film ist die Kanone auch nochmal kurz zu sehen, nämlich als sie Godzilla und Rodan aus ihrer Paralyse befreit. Mit der Rakete P-1 wurde die typische Form der Raketen entwickelt, für die die Toho Studios bekannt sind. Ein schönes Modell, was später in die SY-3 noch verbessert wird. Auch die UFOs der X-Menschen sind schlicht gehalten, sehen aber auch top aus. Am coolsten ist aber die A-Cycle Light Ray Gun. Dieses Gefährt hat vorne ein Zugfahrzeug und hinten einen Lastzug, auf dem die Kanone installiert wurde. Sie schießt Gammastrahlen ab, um die Kommunikation der X-Menschen zu stören. Da Gammastrahlen unsichtbar sind, wurden sie für eine kurze Entfernung mit Blau animiert. Kleine Effektschnitzer sind aber auch hier zu sehen. Als sich das Militär auf in den Kampf macht, sieht man eindeutig die Schiene, auf der die Modelle sich bewegen. So wunderbar die Effekte auch sind, so sehen wir jedoch den Einsatz von Stock-Footage, also Aufnahmen von älteren Filmen. Als die Kaiju die Städte zerstören, werden nicht nur beeindruckende neue Szenen gezeigt, sondern unter anderem auch Szenen aus dem ersten Rodan von 1956. Ein Trend, der vor allem ab 1969 aufgrund niedrigen Budgets zunehmen wird. Die Krawallhose von Erfinder Tetsuo Tori mit ihrem schrillen Ton soll eigentlich Diebe davon abhalten, eine schlimme Tat zu verbringen. Diese Erfindung und ihre Wirkung auf die X-Menschen ist einfach dermaßen schräg, dass man darüber nur schmunzeln kann. Apropos Tetsuo Tori, mir ist erst später aufgefallen, aber als Tetsuo sein Gerät in seiner Werkstatt testet, sieht man im Hintergrund die Modelle der Raketen von Hondas Weltraumtrilogie. Was den Film wieder mehr als aufwertet, ist die fantastische Musik vom Komponist Akira Ifukube. Ohne Zweifel hat er hier einen der besten Soundtracks der Showa-Ära geschaffen. Als Intro hören wir eine längere Version des bekannten Fregattenmarsches aus dem ersten Godzilla von 1954. Dieser wurde im Krieg im Weltenraum stark verändert und ist jetzt zu einem heroischen Marsch geworden, als die Gammastrahlenkanonen feuern. Dieser Marsch wird auch als Monster Zero Marsch bezeichnet und ist bis heute oft zu hören und zu Recht ein Klassiker. Natürlich benutzt Ifukube auch die Themen für die Kaiju, die er auch zuvor verwendete. In den beiden Hauptrollen sehen wir Nick Adams und Akira Takarada. Beide harmonieren wirklich wunderbar zusammen. Adams symbolisiert das Ideal, das die Welt von Amerika vor Augen hat. Er ist mutig, hat ein großes Herz und kann auch ein echter Cowboy sein. Adams mochte die Arbeit sehr in Japan und das merkt man. Die Rolle füllt er super aus. Was seine Leinwandpräsenz in der deutschen Fassung so cool macht, ist die Tatsache, dass er von Clint Eastwoods Synchronstimme Klaus Kindler gesprochen wird. Er verleiht dem Schauspieler noch mehr Kraft. Wenn ich mal heirate, dann spielt außer Liebe bestimmt nichts mit. Glenn, musst du dich in alles einmischen? Ich habe nur eine echte Weisheit von mir gegeben. Mit Weisheiten kann man sich kein Brot kaufen. Aber man kann damit wundervoll leben. Wer ist der Besitzer dieses Drecklochs? Schade, dass er 3 Jahre später tot aufgefunden wurde. Man hätte ihm ein langes und glückliches Leben mehr als gegönnt.
Akira Takarada sehen wir als Astronauten Fuji, der mit Glenn auf vielen Missionen bereits durch das Weltall flog. Er hat zwar eigensinnige traditionelle Werte in Bezug auf die Heirat seiner Schwester Harunu und Erfinder Tetsuo, doch am Ende überdenkt er seine Haltung. Takaradas Zusammenspiel mit Nick Adams ist einfach nur prima und man hätte die beiden auch gerne mehrmals vor der Kamera gesehen. Akira Kubo spielt den Erfinder Tetsuo Tori. Er ist vorerst ein schüchterner junger Mann, der sich erst seine Lorbeeren mit seinen Erfindungen verdienen muss. Kubo bringt den Wandel vom ruhigen Erfinder zum mutigen Helden zum Ende sehr gut rüber. Übrigens heißt die Krawalldose in der Originalfassung Ready Guard. Nicht umsonst ein Charakterschauspieler der Toho. Akira Kubos eindringliche Stimme stammt vom Synchronsprecher Horst Dachleben. Er ist unter anderem einer von mehreren Stimmen von Inspektor Columbo. Man hört dich immer besser. Warum lässt du dich trotzdem nicht an die Dame bringen, hm? Warum? War es vielleicht, weil er sich dem Genuss von Musik hingegeben hat? Oder weil er etwas Wichtigeres zu tun hatte? Kumi Mitsuno sehen wir hier als Yuki Namikawa, eine Bewohnerin vom Planeten X, die als Spionin zur Erde geschickt wurde, um die Krawalldose von Tetsuo Tori unauffällig verschwinden zu lassen. Dabei lernte sie Glenn kennen und verliebte sich in ihn. Mitsuno schaffte es gut, die Zerrissenheit ihres Charakters zwischen Liebe und Mission rüberzubringen. Nicht ohne Grund ihre berühmteste Rolle. Jun Tazaki mimt erneut einen Chef, und zwar diesmal von der Weltraumbehörde der Erdunion. Macht er super wie immer. Er hat auch die zündende Idee, dass die X-Aliens einen Schwachpunkt haben und bringt somit den Film ins Rollen. Keiko Sawai spielt Harunu Fuji. Sie ist die Schwester vom Astronauten Fuji und die Freundin von Tetsuo Tori. Sawais Rolle steht im Rollenkonflikt zwischen der althergebrachten Tradition, die Familie um Erlaubnis zu bitten, sprich ihren Bruder, und der selbstbestimmten Auswahl ihres Partners, obwohl er Fuji nicht passt. Sie macht es ganz gut, ist aber nicht noch einmal im Keijo Eiga zu sehen. Yoshio Tsuchiya hat hier die wohl eindrucksvollste Rolle des Films. Er ist der Kommandant vom Planeten X. Tsuchiya glaubte an außerirdische Wesen und war fasziniert vom Weltall und Raumfahrt. Seine steifen und ungelenkigen Bewegungen sowie seine zum Teil ausdruckslose Mimik und Gestik sind schon legendär. Als die Invasoren merken, sie werden von den Menschen besiegt, kann er super die Nervosität und Ratlosigkeit von Nummer 1 wiedergeben. Im japanischen Original spricht er eine von sich selbst ausgedachte Sprache. Mehrere Elemente verschiedener Dialekte baut er mit ein, unter anderem Deutsch und auch Klicklaute. Ein toller Schauspieler, der erneut eine klasse Arbeit geleistet hat. Kaiju Daisenso, auf Deutsch übersetzt Der große Krieg der Monster, kam am 19. Dezember 1965 in die japanischen Kinos. Der Film war in der Top 10 der Saison 1965-66 und konnte stattliche 3.087.000 Tickets verkaufen und war somit der 9. erfolgreichste Film des Jahres. 1971 wurde er bei dem Toho Champion Festival erneut gezeigt und konnte 1.053.000 Tickets verkaufen. Der Toho ist somit ein ordentlicher Erfolg gelungen. Eiji Tsuburaya wurde 1966 vom japanischen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie einen Preis für diesen Film verliehen. Das Ministerium erschuf und förderte das sogenannte Institut der japanischen Filmtechnologie und der Spezialeffekte und Tsuburaya bekam erneut eine Auszeichnung. Die erste im Jahre 1954 für den ersten Godzilla und nun die letzte für seine Leistung bei seinem offiziellen letzten Godzilla-Film, bei dem er für die Effekte als Chef zuständig war. Die deutsche Übersetzung ist wieder mal eine Sache für sich. Im Deutschen heißt der Film Befehl aus dem Dunkel und wird im deutschen Trailer so beworben, dass der Film auf der Grundlage des Autors Hans Dominik basiert. Wirklich totaler Quatsch und eigentlich auch sehr ärgerlich, dass damals die Filme so geschunden worden sind. In der deutschen Synchro wurden noch Namen geändert. Im Japanischen heißt der Planet der Außerirdischen einfach nur X, im Deutschen Alpha 707, dementsprechend werden auch die Invasoren Alpha-Menschen genannt. Dieser Film ist der 6. Godzilla-Film der Reihe, aber der 3., der in Westdeutschland ausgestrahlt wurde. Die Rückkehr des King Kong, Godzilla und die Urweltraupen kommen erst in den 70ern in die deutschen Kinos. Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah, der unmittelbare Vorgänger also, sogar erst 2011. Das bedeutet, dem deutschen Publikum waren nur der erste und zweite Godzilla bekannt. Dementsprechend hat man auch die Inhalte des Films abgeändert.
Die X-Menschen sagen, dass sie vor mehreren tausend Jahren Godzilla und Rodan auf der Erde gesehen haben und sie wollen deshalb die beiden gegen Ghidorah antreten lassen. In der Originalfassung wird auf den Vorgänger direkt eingegangen, dass Godzilla und Rodan schon mal Ghidorah besiegten. Glenn selbst erkennt Ghidorah, als sie das erste Mal auf dem Planeten X sind. Diese kleinen Details kann man in der japanischen Version oft sehen. Den Film sollte man sich wirklich im Originalton mit Untertiteln angucken. Anolis macht es ja möglich. Mit Kaiju Daisensu schufen Regisseur Honda, Spezialeffekte-Meister Eiji Tsuburaya, Komponist Akira Ifukube sowie Produzent Tanaka erneut ein Klassiker des Kaiju Eiga. Mit tollen Effekten, klasse Schauspielern, guter Musik und allgemein ein tolles Feeling, was einem der Film verleiht, auch absolut gerechtfertigt ist. Mit diesem Film endete 1965 die Produktionspalette an Kaiju-Filmen. Godzillas größter Konkurrent Gamera, was damals noch nicht absehbar war, kam nur wenige Wochen vorher in die Kinos und konnte ein solides Einspielergebnis vorweisen. Für den nächsten Godzilla-Film ist aber das Erfolgsteam erstmals nicht verantwortlich. Dafür für andere tolle Kaiju-Produktionen, die wir uns in den kommenden Videos einmal näher anschauen wollen. Auch 1966 wird ein tolles Jahr für Kaiju-Freunde werden. Doch das sehen wir uns ein andermal an. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann! Es war Frankenstein.